wir kamen gestern erst so gegen Mitternacht im Hotel an und deswegen ja, kam da halt nichts mehr. Und heute Morgen sind wir dann relativ früh aufgestanden, beziehungsweise waren kurz vor 2 im Bett. Frühstück war von 7 bis 8, deswegen noch nicht so viel geschlafen. Man merkt die Höhe, wir sind jetzt in Arequipa. Arequipa liegt auf 2300 bis 2500 Metern, also die ist so verteilt, die Stadt. Wir sind aber auch über einen Pass gefahren, der 4700 Meter hoch ist. Und ja gut, wir merken gerade alle so ein bisschen die Höhe. Also erstaunlich früh schon, finde ich. Und ja, jetzt geht es erstmal zu einem Wildwasser-Rafting. Habe ich noch nie gemacht, bin mal gespannt. Und ja, dann schauen wir uns doch mal an, wie das so ist. Nach etwa 45 Minuten, die wir für die Anreise und für das Umziehen gebraucht haben, ging es dann ins Boot. Dort haben wir dann ein paar grundsätzliche Kommandos gelernt, wie Inside, also rein ins Boot, Position, wieder auf die Position, Forward, also nach vorne paddeln und so weiter. Und danach ging der Spaß dann los.
Der Spaß hat knapp 45 Minuten gedauert, in denen wir 4,5 Kilometer zurückgelegt haben. Die Sektion war ein Mix aus Kategorie 1 bis 3 von möglichen 5 Schwierigkeitsgraden und hat saumäßig Spaß gemacht. Zwischendurch konnte man auch von Felsen ins Wasser springen, was für mich, seit ich den Film Das Meer in mir gesehen habe, wahrscheinlich nicht mehr in Frage kommt. Nach den ersten 2-3 Spritzern des Gletscherwassers, die man abbekommen hat, war man auch direkt richtig wach. Der Fluss, auf dem wir gepaddelt sind, ist der Rio Chili, was so viel wie kalter Fluss bedeutet und auch durch das Stadtzentrum von Arequipa fließt. Ich kann nur jedem empfehlen, so etwas mal auszuprobieren. Nach der Erfrischung von außen war noch eine Erfrischung von innen nötig. Da haben wir uns für das peruanische Craft-Bier Mama Kia entschieden. Und man munkelt, dass der ein oder andere Burger auch noch vertilgt wurde. Nach der Stärkung ging es kurz ins Hotel, um die GoPro gegen richtige Kameras auszutauschen und uns dann endlich mal Arequipa anzuschauen. Das ist die zweitgrößte Stadt in Peru mit 1,2 Millionen Einwohnern. Ist sehr auf verschiedenen Höhen gelegen, also quasi langgezogen. Und naja, da es hier bergig ist, es ist umringt von 3 Vulkanen. Der höchste ist über 6.000 Meter hoch. Deswegen ist da auch die Höhe ein bisschen verschieden. Also wir waren teilweise auf 2500, jetzt sind wir auf 2300 Metern und sowas. Die Stadt oder vor allem die Altstadt wurde hauptsächlich vom recht hellen Vulkangestein erbaut, damals noch von den Spaniern. Deswegen wird es auch die Weiße Stadt genannt. Aber schauen wir uns das doch mal jetzt an. Aber bevor wir uns die Weiße Stadt anschauen, besichtigen wir erst noch das bunte Kloster Santa Catalina, da es auf dem Weg zum Plaza de Armas liegt. Das Kloster wurde 1579 erbaut und 1580 von der Kirche geweiht. Es erstreckt sich über 20.000 Quadratmeter und ist unter anderem auch für seine bunten Wände bekannt. Es wurde mehrmals durch Erdbeben stark beschädigt, unter anderem 1582 und in den 1960er Jahren. Heute leben noch 20 Nonnen im Kloster, wo man im Gegensatz zur lebhaften Stadt noch seine Ruhe findet. Weitere Infos verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Largo que quería futuro. Erinnert ihr euch noch an den Drink Pisco Sour aus der Lima-Folge?
nachdem das Rafting ein bisschen länger gedauert hat durch den Verkehr und wir gerade noch beim Kloster Catalina, beim Catalina-Kloster getrödelt haben, geht die Sonne gleich unter. Deswegen beeilen wir uns, um zum Plaza de Armas zu kommen. So quasi der Hauptplatz hier. Was mir in Peru auch sehr gut gefällt, ist, dass die Städte so lebendig sind. Hier ist immer irgendwo was los. Okay, das ist jetzt natürlich sehr touristisch, aber auch in Lima, da war an jeder Ecke irgendwie Musik oder irgendwelche, keine Ahnung, diese BMX-Show da von den Jungs und Mädels. Also, gefällt mir eigentlich. So, die Sonne ist jetzt so gut wie untergegangen. Wir suchen uns jetzt erstmal einen Platz für ein Bierchen und wenn es dann ganz dunkel ist, schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Ich denke mal, das ist ein guter Plan, oder? Ich glaube, das war mal ein guter Ort, um was zu trinken. Auch wenn es jetzt gerade kein Bier wurde, sondern mal wieder ein Pisco Sour. Aber die Aussicht ist so ganz cool. Unten sind Randale, also bald sind Wahlen und so weiter. Und deswegen fahren die hier alle mit Wagen rum und so weiter. So, wir gehen jetzt mal weiter. Wir müssen auch Abendessen und so weiter. Es waren viele weiter in einer Aussage. Wahlkampf auf Peruanisch. Gefällt mir mehr als bei uns. Und dann war es auch schon Zeit fürs Abendessen und ein Bierchen, bevor es zurück zum Hotel und ins Bett ging.
Am nächsten Tag ging es schließlich weiter. Wohin, erfahrt ihr nächste Woche. Eins muss aber noch gesagt werden. Ursprünglich hatten wir in Arequipa 2 ganze Tage eingeplant, da aber der Flug von Przemek abgesagt wurde und er erst später kam, mussten wir umplanen. Sonst hätten wir uns die Stadt natürlich noch genauer angeschaut. So, aber nun genug für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, ein Abo, falls noch nicht geschehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.